Hallo Leute, in diesem Video geht es um die verschiedenen Visas, denen ihr in Korea begegnen könntet und was sie genau bedeuten. Danach gebe ich euch Fakten über das Working Holiday und welche Jobs ihr machen könnt. Danach, wo ihr sie finden könnt, welche Jobbörsen es gibt und auch ein Stellenbeispiel. Als erstes die verschiedenen Visas. Die verschiedenen Visas werde ich dann euch hier nach und nach einblenden, über welche ich rede, und die englische Fassung der Beschreibung. Alle Visas, die ich euch hier zeige, sind nur die meistgenannten, beziehungsweise die meisten, die ihr in Korea hören werdet. Es gibt natürlich viel mehr und es gibt viel mehr spezielle Situationen, in denen ihr diese beantragen könnt, aber was genau im Detail und ob sich was geändert hat, müsst ihr definitiv immer vorher nochmal prüfen. Die zwei meistbenutzten Studentenvisas sind einmal das D2-Visa und einmal das D4-Visa. Das D2-Visa ist sozusagen ein Auslandssemester, das D4-Visa ist nur zum Sprachenlernen da. Ein weiteres D-Visa, was nicht als studentisch gesetzt wird, ist das D10-Visa und das ist zur Jobsuche geeignet. Das E2-Visa werden wir wahrscheinlich sehr oft wegen Sponsorship-Visas sehen, da Korea Native Speakers, also Muttersprachlern, die Möglichkeit gibt, ihre Sprache in Korea zu lehren. Ein Visa, was man sehr oft in YouTube hört und was viele sagen, dass sie es bekommen haben oder machen möchten, ist ein Entertainment Visa. Das Entertainment Visa ist das E6 Visa. Dieses Visa ist meist für Künstler oder auch für Models. Es gibt bestimmte Residence Visas. Dies beinhaltet das F4 Visa. Diese sind zum Beispiel für Kyopos, also im Ausland geborene Kinder koreanischer Eltern. Die meisten werden F2-Visa durch das Punktesystem in Korea kennen. Das heißt, wenn ihr eine bestimmte Punktzahl erreichen habt, zum Beispiel durch Steuern, die ihr gezahlt habt, durch euer Alter, durch euer Abschluss, könnt ihr dieses Visa bekommen und habt damit eine unbegrenzte Aufenthaltsgenehmigung. Oder auch das F6-Visa. Das F6-Visa ist für Ausländer, die mit einem Koreaner verheiratet sind oder ein Kind erwarten. Da gibt es zwei verschiedene Varianten. Die nächste Kategorie wird uns am meisten in diesem Video beschäftigen, und zwar Arbeitsvisen. In diesem Punkt sind die meistbenutzten Visas einmal das E7-Visa. Das E7-Visa ist ein Visa für besondere Beschäftigungen und unser Working Holiday Visa, das ist das H1-Visa. Wenn ihr euch das einfach merken wollt, ist es das H1, also das Holiday 1 Visa. Es gibt auch ein paar Stellen, die euch W1 sagen werden. Also falls ihr das hört, ist es nicht die offizielle Bezeichnung, kommt aber bei den Nennungen doch öfters mal vor. Nun ein kleines FAQ mit sehr häufig gestellten Fragen. Welche Jobs darf man annehmen? Ihr dürft Jobs annehmen, die vorübergehend sind und die kein spezielles Visa brauchen. Zum Beispiel, wenn ihr Fremdsprachen lernen wollt, braucht ihr ein E2, das dürft ihr mit einem Working Holiday Visa nicht machen. Eine andere Regelung bezieht sich auf die Arbeitsstunden. Die Arbeitsstunden sind auch sehr speziell geregelt. Ihr dürft nur 1300 Stunden in dem ganzen Working Holiday arbeiten. Dies sind 25 Stunden pro Woche. Und wenn ihr das genau runtergerechnet, wäre das genau ein Jahr, 5 Tage die Woche, 5 Stunden. Wie viel verdient man in Korea? In Korea ist der Mindeststundenlohn, jetzt muss ich noch mal kurz ablesen, 2021 ist der Mindestlohn 8.720 koreanische Won. Davon werden aber nochmal 3,3% von eurem Arbeitgeber bei der Bezahlung abgezogen. Laut der Korean Herald, ich lasse euch den Link einmal unten in der Infobox, ist der Stundenlohn von 2022 9.160 Won. Das ist noch nicht offiziell bestätigt, soweit ich weiß. Das kann sich auch noch im Laufe meines Uploads ändern. Wenn ihr das Video zu einem späteren Zeitpunkt sehen werdet, könnt ihr das unten nochmal in der Infobox nachlesen. Einmal kurz zu den Steuern, da ich finde, das wird nicht so oft angesprochen. Ihr müsst sozusagen Steuern bezahlen, wenn ihr über einen bestimmten Grenzsatz liegt. Das heißt, wenn ihr jetzt auf Basis von ihr arbeitet und bekommt eine kostenlose Unterkunft oder ihr bekommt ein bisschen Taschengeld, dann müsstet ihr wahrscheinlich je nach Betrag unter diese Grenze fallen und dadurch keine Steuern bezahlen. Diese 3,3% sind nicht Steuern, die ihr bezahlen müsst. Das heißt, wenn ihr als Freelancer arbeitet, auch wenn ihr 5 Stunden, 5 Tage in der Woche arbeitet, müsst ihr Steuern bezahlen. Wie gesagt, der Grenzsatz für wann ihr Steuern bezahlen müsst, ist auch sehr variabel. Wenn ihr doch des Öfteren regelmäßig arbeitet,
würde ich euch empfehlen, einen Steuerberater oder bei dem NTS nachzufragen. Das ist der koreanische Steuerservice, um genau festzustellen, ob ihr Steuern zahlen müsst oder nicht. Einfache Jobs im Working Holiday blende ich euch jetzt einmal ein. Das sind Editoren, Dolmetscher, Synchronsprecher, Guesthouse-Jobs oder Übersetzer. Zu den einzelnen Jobs. Editoren sind normalerweise Leute, die Texte nochmal sozusagen prüfen, bevor sie rausgeschickt werden. Dolmetscher, ich glaube, das kennt jeder von uns. Synchronsprecher habe ich online sehr oft gelesen, aber eigentlich nur auf Englisch gefunden oder auf Japanisch. Guesthouse-Jobs sind eigentlich für das Working Holiday am besten geeignet, da ihr manchmal ein kleines Taschengeld bekommt, aber eigentlich auf einer Basis arbeiten, für eine Unterkunft arbeiten werdet. Und der meistbekannte Job ist Übersetzer. In den meisten Fällen von Koreanisch auf Deutsch, nicht von Englisch auf Deutsch. Also wenn ihr Koreanischkenntnisse habt und sehr, sehr gut darin seid, könnt ihr davon sehr viel finden. Jetzt blende ich euch nach und nach die verschiedenen Jobbörsen ein. Und zwar fangen wir an mit LinkedIn. LinkedIn sollten die meisten von euch aus Deutschland kennen und funktioniert leider am besten für längerefristige Vollzeitstellen. Gelegentlich findet ihr auch Teilzeitjobs oder Minijobs. Positiv an der Seite ist natürlich, ihr habt ein großes Spektrum an Sprachen, das heißt, ihr könnt die Seite auch auf Deutsch bedienen. Die nächste Seite ist Craigslist. Ihr könnt sehr, sehr viele verschiedene Jobs finden. Übersetzungsjobs, Kindermädchen oder auch hin zum Flyer verteilen. Seid jedoch immer bitte vorsichtig, wenn ihr online nach Jobs sucht. Gerade auf Craigslist gibt da auch ein paar sehr unseriöse Angebote, die vielleicht auf den ersten Blick sehr seriös scheinen können. Die nächste Seite ist People in Jobs. People in Jobs ist eine Seite, die leider online, wenn ihr nachschaut, nicht so oft genannt wird. Auch während meiner Recherche vor meinem Working Holiday habe ich diese Seite fast gar nicht gefunden, aber habe am besten Erfolge mit dieser Seite erzielt. Und diese Seite ist auch sehr einfach zu bedienen. Sobald ihr einmal euren Lebenslauf angehängt habt, könnt ihr die direkt an die verschiedenen Leute schicken. Diese Seite ist auch auf Englisch verfügbar, also falls ihr noch nicht so viel Koreanischkenntnisse habt, werdet ihr easy damit umgehen können. Sadamin. Sadamin ist eine Seite, die euch online sehr viel vorgeschlagen wird, aber immer mit dem Zusatz, es ist eine koreanische Seite, sie ist nicht in Englisch verfügbar. Ich muss sagen, es ist nicht meine Lieblingsseite, weil ich finde die Handhabung der Seite nicht so gut wie andere Seiten. Aber ich habe auch von anderen Leuten in anderen Bereichen gehört, also nicht in meinem Berufsfeld, dass man dort sehr viele gute Jobs finden kann. Die Seite Albamon ist in Korea sehr, sehr bekannt, da man alle Arten von Jobs finden kann. Die Seite ist wie Sadamin auf Koreanisch verfügbar und ihr müsst am Anfang ein Profil erstellen. Das heißt, wenn ihr nicht so gut seid, holt euch Hilfe oder versucht es Stück für Stück zu bearbeiten. Bei der App könnt ihr euch, nachdem ihr euer Profil erstellt habt, mit einem Klick bewerben, was sehr unkompliziert und sehr schnell geht. Ich zeige euch jetzt ein Stellenangebot, Stück für Stück, was die einzelnen Wörter bedeuten, und natürlich werde ich alles verpixeln, damit man nicht sieht, welches Stellenangebot ich jetzt gerade zufällig ausgewählt habe. Hier seht ihr das Stellenangebot einmal total. Auch wenn hier 15.000 steht pro Stunde, müsst ihr immer noch minus 3,3%, die euer Arbeitgeber abzieht, berechnen. Das hier ist eine kleine Zusammenfassung am Anfang des Stellenangebots. In diesem Fall würdet ihr 15.000 Won die Stunde bekommen. Es geht ungefähr ein Jahr, 5 Tage die Woche und jeden Tag von 9 bis 18 Uhr. Hier stehen jetzt 15.000 pro Stunde. Es gibt natürlich auch andere Wörter, ich blende die euch jetzt gleich ein. Täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich. Es gibt in seltenen Fällen auch Case by Case, also je nach Situation. Da müsst ihr genau in der Stellenbeschreibung gucken. Als nächstes seht ihr die Anforderungen für die Stelle. Das startet mit der Deadline und wie viele Tage noch übrig sind bis zur Deadline, wie viele Stellen offen sind, das Geschlecht, das Alter, der akademische Werdegang und anderes. Das nächste ist der Arbeitsort. Normalerweise steht dort dann die Adresse. Unten drunter gibt es ein Feld, was euch zur Card führt. Als nächstes kommen die Konditionen, für die ihr eingestellt werdet. Es fängt oben an mit dem Gehalt. Unten seht ihr einen Rechner, das zeige ich euch gleich nochmal. Anschließend kommt, wie lange ihr eingestellt werdet, an welchen Tagen ihr arbeiten müsst, zu welcher Zeit ihr arbeiten müsst, was für eine Art von Arbeit es ist, also das Berufsfeld, welche Art von Anstellung es ist, also zum Beispiel Minijob, und zum Schluss kommt noch, welche Sonderkonditionen es gibt, zum Beispiel Versicherung oder ähnliches. Wenn ihr auf den zuvor genannten Rechner klickt, seht ihr dann das. Es wird automatisch ausgefüllt, wie viele Stunden ihr arbeitet, welche Zeit ihr arbeitet, und ihr seht ganz am Ende unten, welchen Betrag ihr am Ende bekommt. Im nächsten Video zeige ich euch die verschiedenen Möglichkeiten, eine Wohnung in Korea zu finden oder eine Bleibe und welche Wohnungen für euch am besten geeignet sein könnten.
die Anforderungen, um euer ERC zu beantragen. Es gibt auch verschiedene Sprachkurse in Korea. Ein paar davon sind kostenpflichtig, aber es gibt sowohl online als auch offline kostenlose Sprachkurse. Über Lebenshaltungskosten, dazu werde ich aber nochmal ein Wochenvideo oder ein Monatsvideo extra drehen, was ich ausgebe und was ein realistischer Betrag ist, mit dem ihr rechnen könnt pro Monat. Das zu Quarantäne und über die koreanische Krankenversicherung, die ihr nach 6 Monaten bezahlen müsst. Hier seht ihr noch ein Video von der Aussicht von letztem Wochenende. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal.